Gefühlt hat es eine halbe Ewigkeit gedauert, aber jetzt ist die neue Rheinbrücke an der A1 bei Leverkusen endlich auch wieder für den Lkw-Verkehr befahrbar. Nach 12 Jahren. Zumindest der erste Bauabschnitt ist abgeschlossen. Komplett fertig wird das rund 1 Milliarde Euro teure Bauwerk, aber erst mit der Fertigstellung einer zweiten Brücke. Voraussichtlich im Jahr 2027 soll es soweit sein. Die Autobahn GmbH feiert die Freigabe der A1 zwischen Leverkusen und Köln als bedeutenden Tag für das Rheinland, ja sogar für die Bundesrepublik Deutschland. Die Rheinbrücke in Leverkusen war ein Symbol dafür, dass es schwierig wird mit den Brücken in Deutschland, bis die Brücken modernisiert werden müssen. Es hat dort eigentlich zu Beginn das erste Mal eine Brücke dieser Größenordnung eine solche bauliche Dimension angenommen. Und das ist aber jetzt auch ein Symbol, das vorangeht. Die Brücken, über die wir jetzt im Augenblick reden, sind Brücken, die alle zur gleichen Zeit entstanden sind. Und sie kommen jetzt auch alle zur gleichen Zeit dran mit einer Modernisierung. Das heißt, das Problem wird uns auch eine ganze Weile noch beschäftigen, das muss man sagen. Kein Wunder, denn Risse im Bauwerk hatten über ein ganzes Jahrzehnt zu einer Sperrung dieses Autobahnabschnitts für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen geführt und damit immer wieder einen gewaltigen Verkehrskollaps im Rheinland ausgelöst. Grundsätzlich war es aber auch die Leverkusener Brücke, deren maroder Zustand deutschlandweit zu einer Diskussion über die besorgniserregende Verkehrsinfrastruktur geführt hatte. Die Autobahnbrücke hat also klaffende Wunden offengelegt und steht für den Anfang einer gewaltigen Sanierungsoffensive. Wir müssen bis 2032 wollen wir 4000 Brücken entweder modernisiert oder neu gebaut haben. Wir haben jetzt 1000 Brücken in der Bearbeitung, also entweder in Planung, im Bau oder fertiggestellt. Also wir müssen noch weiter Gas geben. Deswegen haben wir auch ein Genehmigungsbeschleunigungsgesetz beschlossen, dass wir einfach schneller planen können. Also wir müssen den Planungsvorrat aufbauen. In den letzten Jahren wurde zu wenig getan, aber jetzt gehen wir es mit Tempo an. Und so waren sie denn auch alle nach Leverkusen gekommen, um das neue Bauwerk zu eröffnen, begleitet von viel Polizei, denn immer wieder hatten Anlieger einen Tunnel gefordert und sogar eine Gegendemonstration organisiert. An der Spitze der Politprominenz Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst, aber auch bekannte Politiker wie Karl Lauterbach, der als Bundesgesundheitsminister und Leverkusener Bundestagsabgeordneter natürlich nicht fehlen durfte. Ganz klar, die Fertigstellung des ersten Brückenteilabschnittes ist ein Grund zur Freude. Eigentlich könnte man die Rede mit 5 Worten halten. Endlich ist das Ding fertig. Nordrhein-Westfalen ist die europäische Drehscheibe für Verkehr. Mindestens in Deutschland der Teil an Verkehrsinfrastruktur, der maximal belastet ist. Deshalb ist klar, wo immer hier Einschränkungen geschehen, hat das weitreichende Folgen und führt zu vielen, vielen Problemen. So könnte man das besser nachvollziehen als hier in der Region. Die jahrelange Teilsperrung der Leverkusener Brücke war ebenfalls eine enorme Belastung für die Menschen in Leverkusen, Pendlerinnen und Pendler, für die gesamte Wirtschaft. Symbolisch dann auch die Freigabe der neuen Rheinbrücke, ganz klassisch mit Schere und Band in den Deutschlandfarben. Die ursprüngliche Brücke stammt übrigens aus den 1960er Jahren und war damals für 40.000 Fahrzeuge am Tag ausgelegt. Kein Vergleich zur neuen Brücke, die jetzt 150.000 Fahrzeuge verkraften soll. Davon sind es täglich 14.000 Lastwagen. Ja, es gab die Umleitungsstrecken über Düsseldorf-Nähe oder eben im Süden Kölns über die Rodenkirchener Brücke. Das heißt, man musste zur A4 eine riesen Umleitung in Kauf nehmen. Und das ist jetzt auf jeden Fall erstmal Geschichte. Dann der erste LKW, der über die Brücke fährt und wenig später, ganz langsam und vorsichtig, auch die ersten Autofahrer, die sich trauen. Weil die Brücke noch nicht komplett fertig ist, erst einmal mit reduzierter Geschwindigkeit. Also Tempo 80 statt früher Tempo 40, wobei die Radarfallen in der Baustelle in den letzten Jahren Knöllchen im Wert von sage und schreibe rund 23 Millionen Euro einspielten. Wo wir gerade beim Geld sind. Was bedeutet so eine ewige Baustelle vor der Haustür eigentlich für eine Spedition, die viele Jahre lang ihre Disposition auf die permanenten Staulagen einrichten musste?
Wir sind zu Besuch bei der Firma Cargo Dünner in Leverkusen. Das Unternehmen hat 27 Lkw und musste tatenlos dabei zusehen, wie eine Dauerbaustelle den gesamten Betriebsablauf auf den Kopf stellt. Also wenn Sie das so sehen, mussten die Fahrer dann immer Umwege fahren, standen in Staus. Das hat dann halt, sag ich mal, am Tag dann 2 Stunden gekostet. Wenn Sie das dann einfach nur an reiner Arbeitszeit und so weiter rechnen, sind Sie da bei 70, 80 Euro pro Lkw, pro Tag. Das summiert sich ganz schnell. Also wir haben 27 Fahrzeuge aktuell. So, wenn Sie das dann hochrechnen, sind Sie auch bei knapp 2000 Euro im Monat. Und das wäre ja dann nur ein Lkw pro Tag. Und das wäre, das sind halt natürlich finanzielle Mehrbelastungen, die die Firma tragen muss, wo kein Umsatz quasi dementsprechend gegensteht. Nicht zu vergessen ist der Wettbewerbsnachteil, die der Brückenneubau für die Mehrheit der Speditionen im Großraum Köln-Leverkusen und die auf Jahre fehlende Anbindung an die europäischen Verkehrsströme hatte. Den genauen Schaden für das Gewerbe zu beziffern, ist unmöglich. Aber wir versuchen es einmal und haben beim Verband Spedition und Logistik NRW nachgefragt. Also zu den Mehrkosten pro Monat, die die Fahrzeuge hatten, ist die Staubelastung und der Zeitverlust und die Umweltverschmutzung in den Endlosstaus der letzten 10, 12 Jahre mitzuberechnen. Das wird sich auch in der Zukunft nicht ändern, denn der zweite Teil der Brücke wird jetzt gebaut. Danach wird das Leverkusener Kreuz komplett umgebaut. Also für die nächsten 10, 20 Jahre ist dieses Areal eine Baustelle und eine Belastung für den europäischen Güterverkehr. Die Fertigstellung einer einzelnen Brücke rückt für ein paar Tage in den Fokus der Öffentlichkeit. Vergessen sind die Pannen, die den Bau begleitet haben, etwa durch mangelhaften Stahl aus China, dessen Lieferung im April 2020 den Bau der Leverkusener Brücke abrupt stoppte und erhebliche Verzögerungen auslöste. Zeit für ein Fazit. Wenn nach so langer Zeit eine Brücke endlich fertig wird, dann ist das sicherlich ein Grund zur Freude, aber ein Grund zum Jubeln auch nicht. Denn die Leverkusener Rheinbrücke, und komplett ist sie ja noch nicht fertig, ist nur eine von rund 1000 Autobahnbrücken im Bundesgebiet, die als renovierungsbedürftig gelten. Viele von ihnen haben zwar nicht oberste Priorität, aber die desolate Gesamtsituation offenbart dennoch, auf welches Volumen der Sanierungsstau aus vergangenen Legislaturperioden angewachsen ist. Es ist verkehrspolitisches Versagen in der Vergangenheit. Bis das alles mal wieder so weit ist, dass es so läuft, wie es eine moderne Verkehrsinfrastruktur erfordert, wird es Jahrzehnte dauern. Jahrzehnte des Wartens für das Transportgewerbe und Jahrzehnte mit Beeinträchtigungen für alle, die funktionierende Straßen brauchen. Mehr über die Auswirkungen des Sanierungsstaus erfahren Sie in einer der kommenden Ausgaben von Eurotransport TV.